Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Digimon World Next Order. Ja, wir haben Dianamon, wir haben Machinedramon, alle lieben uns wie die Hölle, außer Machinedramon, der ist ein bisschen verwirrt. Wir haben die Hauptstory ein bisschen vorangetrieben und werden jetzt die Hauptstory noch weiter vorantreiben, weil wir es so gerne treiben. Lush! You okay? Nothing too painful happened. Yeah, What did the analysis reveal, then? Some fascinating things indeed. The one that caught me by surprise at first was the makeup of Lucia's body. It highly resembles that of a Digimon. They have a similarity of, ready for this? 98.1%. That's enough to say that essentially Lush is a Digimon, or as good as one anyway. The humans of this world are pure digital data, so they don't feel fatigue or hunger. But what about Lush? Actually, I'm pretty sure she talked about being hungry back when we first met. and she said she was worn out when we escaped from Omegamon Zwart D in the server tower, too. So, I'm not human? I'm not like you? Lush. Next, and this will be difficult for you too, Lush, but that stuffed animal you were holding. I discovered traces of a network signal and some data transmissions coming from inside it. I've confirmed that most of what we've spoken about aloud was transmitted over the network to somewhere. Last, and most momentous and serious of all, Lush was a carrier for the BH program. Good heavens! Are you sure? Positive. There was a program you might call the root virus, very cleverly concealed inside the animal. Ah, so we looked over Lush herself, but the stuffed animal was the blind spot. Hang on. So is this thing still carrying the BH program? And if so, why is it anywhere near us? Don't worry. I ran antivirus software and purged it. Good. But what was the BH program doing hidden in Lucia's plush toy in the first place? That's the problem. Lush is an asymptomatic carrier, so considering that she lost her memories, It's highly likely that she was being used. yes. Which makes the one using her. Shoma Suzuki! Did interrupting suddenly become all the rage here? I betrayed everyone. I got you sick. Does that make me bad? Das ist nicht deine Schuld, Lush. Mach dir deshalb keinen Kopf. Aber Mann, ich wollte eigentlich sagen, ja. Mach, das ist nicht deine Schuld. That's right. You couldn't have known Lush. I understand the temptation to blame yourself, Lush, but regret won't change anything. You know what will? Getting some payback on the one who put you through all this. Payback? Yes, we'll thwart Shoma Suzuki's schemes and right the wrongs he inflicted on you and this world. I like the idea, but the problem is that Suzuki is behind all of this, and we don't know where he is. Oh, no need to worry about that. Lush can tell us where he is. Huh? I don't know that. Your stuffed animal was transmitting data to wherever Shoma Suzuki is. If we follow that trace and pinpoint his network coordinates, we can pin him down. Once we have his coordinates, Taomon and I can use our skill to open a gate right to him. So we'll turn the enemy's tricks against them. A fine idea. So I'm useful? Useful? You're indispensable. None of this would even work without you. So I can stay here with you? Nein. Good! Then I'll totally do my best! That's the spirit, Lush. Then Project Reincarnation is up to Taomon and Datamon, while Gigimon, Mameo, and I pinpoint the signal coordinates. Roger that. So, back to recruiting the residents for us, huh? Looks like it. Might as well start now. Come on, you and Kota, let's go. Also wieder Digimon in die Stadt holen.
Nachdem wir Digimon in die Stadt geholt haben. Lusch war die ganze Zeit ein Digimon, nicht zu fassen. Aber sie hat nie ein Verbrechen begangen. Tsutsuki war der Böse. Tsutsuki müssen wir aufhalten. Wir brauchen mehr Einwohner in the town. Mal sehen, ob wir schon genügend haben. Ja, haben wir. Ja, die Grundlagen sind gelegt. Jetzt muss ich dir etwas Wichtiges über die Reinkarnation erzählen. Kannst du rüber zu Digimon kommen, Alter? Klar, gehe ich wieder rennen in den Lachs. Gut, dass wir vorgearbeitet haben. All right, this is everyone. Well then, let's dive right in and hear how everyone's work has turned out. Thanks to all of your hard work, Floatia is now capable of launching Project Reincarnation. The town is now effectively a massive computer processor. If we insert Omegamon Zwart D here as the core, his purification power, combined with the antivirus, should bring about a total data purge. You're gonna turn the town into a purification device? Indeed. We will load the entire digital world into the town, and after the purge, revive it as reborn data. This is, in essence, reincarnation. Where are you gonna store all that data? You can't just store a copy of all of the digital world inside the digital world itself, can you? You're right. We'll need to resolve all network gaps and migrate the data somewhere else for a time. And this is one colossal heap of data. So we'll need to move it, purge it, and swap it back chunk by chunk. But then, won't the reborn data get infected by the BH program as soon as we restore it? There are grounds for concern, but we have no other option. Wait, there may be one other way. What do you mean? We've nearly pinpointed the address that Lucia's toy was transmitting to. Shoma Suzuki's location. Where is it? Somewhere in the digital world? No, it's in a place called the Singular Zone. What? The Singular Zone? Impossible! The Singular Zone is where the digital world's deleted data ends up. Not unlike what the human world calls the Beyond. The idea that it exists at all, let alone that a human could set foot there, is pure fantasy. I was skeptical too, but facts are facts. We found a vast, essentially infinite blank space in the area that was picking up Lucia's signal. In there, we observed multitudes of formless blocks of data, plus the data of a number of Digimon, and one human. An infinite blank space, you say? If that's true, the AR plan may be closer to realization than we thought. But An infinite space? Sounds like the perfect place to move the data to. Exactly. No need to move it piece by piece. We could migrate all the data there together at once. What about a way to access the Singular Zone? Have you found one? Once Talmon finds his head, he can open the way. my head is where it always is. I am perfectly calm. Clearly. So there should be no problem. We did it, Lush! This is a big feat! Really? I have big feet? Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aww. I guess I'm no good after all. Come on, just say it's a big feat next time. Anyway, things sure are looking brighter for us. Just have to set the plan in motion now. Coda and I can go to the server tower and retrieve the digital world's backup data. They say that everything since the inception of the digital world is recorded and stored there. There might be some important data there that we'd need to have reincarnated. Way to casually drop a critical mission on us. Talmon and Lush and I will go beneath the town and open the gate to the Singular Zone. What should I do? You're in charge of defending the town, Himari. Who knows when the enemy might stop by? Okay, you got it. You. We want you on the front line. You'll enter the Singular Zone, thwart Suzuki's plans,
get Omegamon's Ward D back, and save all our worlds. Habe ich gar keine Zeit für. Die Digimon haben Hunger, weil ihr hier so lange quaddelt. Das ist der letzte Kampf. Echt? Ernsthaft? Das ist der letzte Kampf. Dies ist unsere entscheidende Prüfung. In der Singularitätszone gelangst du vom Runensee in der nahen Ebene aus. Das ist der allerletzte Kampf. Mach deine Digimon bereit. Wir zählen auf dich. Was? Hey, Sind wir schon am Ende? Haben wir es durchgespielt? Was? Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Was? Geben meine Digimon Fett füttern. Mit gutem Essen. Noch haben wir ja ein bisschen Geld. Sollten wir das Geld nutzen, um uns Fett zu füttern. over here. You hungry? So. So können wir nämlich noch ein bisschen unsere Digimon leveln. Es sieht ja auch eigentlich schon gut aus. Sind wir mal ganz ehrlich, es sieht gut aus. So. Wir können entweder das Spiel jetzt durchspielen. Oder wir gehen Digimon sammeln. Ich glaube auch nicht, dass wir das Digimon-Spiel jetzt schon durchspielen können, weil wir, glaube ich, einfach noch nicht stark genug sind. Wir können nicht mal mehr eine Echse machen. Das ist schon extrem schwierig. So. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Die Hauptaufgabe ist jetzt erstmal pausiert. Die Nebenaufgabe schreit uns jetzt an. Willst du zufällig jetzt kämpfen? Oh, was willst du? Was? Ich habe nichts gemacht. Ich hatte Spaß, also komm nicht einfach an und red mit mir. Entschuldigung, hi. Was will er denn? Oh, dieser verfluchte Husten, ehrlich. Im Knochenresort haben wir alle Digimon geholt. Eigentlich Defect Ex Machina müssten wir mal so ein bisschen durchgucken, ne? Oder halt in die Schneewelt. Serverwüste bringt mich gar nicht weiter. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was denn überhaupt... Ich mag nicht mehr. Es ist so anstrengend, das alles zu unterdrücken. So, offenbar lebt ein rundes Digimon mit einem Bart und einer Sonnenbrille in Defect Ex Machina unter der Erde. Ein majestätisch aussehendes Digimon lebt in einem wunderbar schönen Anwesen im Knochenresort. Meine ich damit Platinunemon? Wann schon Leomon sagt, dass ein mechanischer Drachen-Digimon bei Kapmod ist. Vielleicht sollst du es dir ansehen? Achso, das ist ja... Okay, das ist Dark Dramon. Weißt du, was wir jetzt ganz Entspanntes mal machen? Das haben wir nämlich auch noch gar nicht gemacht. Wir bringen mal unsere Leiterzitronen weg, weil heute brauchen wir sowieso nichts mehr. Brauchen wir sowieso nichts mehr versuchen. Ups. Ja, ein Angriffsplus dazu mitgenommen. Da sind wir schon am Ende des Spiels. Da sind wir schon am Ende des Spiels. Ich glaub's ja gar nicht. Also des normalen Spiels, ne?
meine, die ganzen Digimon sammeln und alles. Ich denke mal, das machen wir auch, ne? Und vor allem auch noch die DLCs und sowas. Ich glaube, es gibt Endgame-DLCs. Wie gesagt, das mit den Piraten und sowas müssen wir ja noch machen. Das Bota Bauta Butamon oder wie das heißt. Keine Ahnung, wie es heißt. Und dann heißt es Digimon sammeln. Und Gegenstände Dinge aufwerten. So, Fugamon will uns irgendetwas geben, wenn wir ihm Leiterzitronen geben. Ich kann mich an gar nichts erinnern, was er uns geben will. Aber das passt mir jetzt hier so ein guter... Das klingt nach so einem guten Plan, den wir jetzt hier machen können. Wir haben auch die besten Fähigkeiten. You're doing it! Yeah! Elektrowolke, schön. Eine neue Fähigkeit haben wir auch noch bekommen. Schön, schön. Oh, die können wir sogar machen hier. Wir haben sehr wenig Heiligattacken und sehr wenig Naturattacken und sehr wenig Metallattacken. Aber gut, Metall-Digimon müssen wir ja auch erstmal treffen. Ach, so eine Nuss. Das ist nur eine Nuss. Hi. Sind das etwa Leiterzitronen, die ich da sehe? Hast du 5 Stück? Hier. Ja, danke. Hier ist deine Belohnung. 2 Ausdauerchips Mini. Ja, cool. Ich brauche noch mehr. Ach, dieses Husten. Oh, hast du noch mehr? Ich zahle dir 150 für 5 Stück. Ja, hier. Oh, gut. Sehr nutzlos. Sehr, sehr, sehr nutzlos. Sehr, sehr nutzlos. Okay. Hier, jeder kriegt 25 Ausdauer dazu. Bitte sehr, freut euch. Tschüss. Okay, das haben wir es aber dann mal gemacht. So, ich wollte noch die Säure mitnehmen. Und für das bisschen Geld da, das können Sie sich auch schmieren. Das bisschen Geld können Sie schmieren. Oh. Das müssen wir zusammenschlagen. Nun, Nemon. Entschuldigung, aber du gibst Geld. Du gibst Geld, Entschuldigung. Für 3000 und eine große Heilungsliste mache ich das gerne. Huch, jetzt bin ich aus Versehen reingestolpert. Ja, da fliegt er aber hoch, wa? Oh ja, klar. Loben kann ich euch auch. Gut für die Digi-Freundschaft. Noch 7. Aber das war's auch für heute schon. Ich weiß, heute war jetzt nicht so... Wir haben halt hauptsächlich Hauptaufgabe gemacht. Es war jetzt nicht so spannend. Aber ich bin auch ein bisschen K.O. vom Stream jetzt und dem Husten und den Schulterschmerzen und ach, was weiß ich noch alles, was ich immer so alles habe. So ein richtiger Problemfall. Nehmen wir ein paar Materialien mit. Auf unseren Weg nach Hause. Gibt ihr wieder Hunger? Ja, einmal 10.000 kann ich euch noch geben, also kriegt ihr auch nochmal das zu essen. Fertig.
Das sind Stat-Punkte-Erhöhungen. Das kommt den Digimon nur sehr zugute, wenn, naja, wenn die nächste Generation anfängt. Also kommt es denen auch zugute. Dann gehe ich sie jetzt noch füttern und dann speichern wir und dann machen wir eine Aufnahmepause und ich hoffe, dass ich am Sonntag, dass es dann schon wieder besser geht. Das wäre schön. Aber ich bezweifle, dass der Husten so schnell weggeht. Vor allem das Handy jetzt anfängt richtig krank zu werden und naja. Dann werfen wir uns das nur wieder gegenseitig zu. Was super eklig klingt und was auch wirklich so ist. Es ist super eklig. Werfen wir uns den Husten zu. Hier, nimm du. Beide. Jetzt können wir uns das nicht mehr leisten, dann leisten wir uns das hier. Dann leisten wir uns das hier. Einfach nur als letztes. Zack. Vollständig gefüllt. Stärke ist gekommen. Zustand schnell mal gucken. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal in den Zustand gucken muss. Ich weiß es nicht, ich brauche das. Weiß ich nicht. Die Statwerte sehen halt gut aus. Na gut. Dann sind unsere Digimon gefüttert. Dann stelle ich mich jetzt hier hoch. Hochintelligent hin. Verabschiede mich. Speicher. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann heißt das Digimon in die Stadt holen, Digimon in die Stadt holen, Digimon in der Stadt holen. So sieht es aus, weil, ja, Hauptaufgabe wollen wir, glaube ich, noch nicht machen, oder? Das wäre irgendwie, glaube ich, doof, weiß ich nicht. Dies ist der letzte Kampf, nee, also, nee. Wäre, glaube ich, doof, aber ich glaube, man kann auch danach einfach weiterspielen, oder? Wenn die Welt gerettet ist, können wir doch auch einfach weiterspielen, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus. Ach, das werden wir schon sehen. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.